alles richtig gemacht? Ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als meine Gebote ausgegeben haben. Matthäus 15, Vers 9. Mit diesem Wort geht Jesus hart ins Gericht mit den Pharisäern, die durch eigenmächtig definierte Vorschriften die Gebote Gottes außer Kraft gesetzt hatten. Wer sich damals nicht vor dem Essen die Hände wusch, brach den geltenden religiösen Verhaltenskodex. Es war den Pharisäern egal, ob die Menschen Gott aus reinem Herzen anbeteten, wenn sie nur die Handhygiene befolgten und sich so regelkonform verhielten. Sehen wir die Parallele zu heute? Die meisten christlichen Zirkel haben die Corona-Maßnahmen penibel umgesetzt, teilweise auch in vorauseilendem Gehorsam übererfüllt. Eine kritische Minderheit gab es nicht oder sie fand kein Gehör. Es waren die ängstlichen Konformisten, die darauf bestanden, die Anforderungen der Obrigkeit zu erfüllen. Das traurige Ergebnis: Maskenzwang und 3G-Regel als Zugangsbedingung zum Gottesdienst, Aussetzung des Abendmahls und Verbot des gemeinsamen Singens. Die Botschaft: Seien wir brave Staatsbürger, ordnen wir uns unter, dann wird alles gut, zeigte ihre verheerende Wirkung. Denn nichts wurde gut. Vielmehr hat das Zeugnis der Gemeinde Gottes schweren Schaden erlitten. Äußerlich hatte man alles richtig gemacht, doch in geistlicher Hinsicht war man grandios gescheitert. Sich dem Druck der Herrschenden beugend, ließ man es zu, dass das Salz seine Kraft verlor und von den Leuten zertreten wurde. Matthäus 5, Vers 13. Zu viel steht auf dem Spiel, als dass wir den Konformisten das Ruder noch weiter überlassen dürfen. Die nächste Bewährungsprobe steht uns spätestens im Herbst bevor, wenn die Handschellen wieder fester angezogen werden. Verharren wir weiterhin wie die Gemeinde von Laodicea in Lauheit? Dann laufen wir Gefahr, von Christus ausgespien zu werden. Offenbarung 3, Vers 16. Wir sollten also keinen Moment zögern, seine Therapie anzunehmen. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst und weiße Kleider und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Offenbarung 3, Vers 18.